an sich ein Hybridwesen zu sein und damit nicht vollständig von der Erde zu kommen, ist erstmal nichts Besonderes, weil es gibt sehr, sehr viele Hybridwesen hier auf dieser Erde, weil es ein Hybridisierungsprogramm gibt und eben auch ein Starseed-Programm und auch ganz viele Seelen gibt, die die allerersten Inkarnationen jetzt auf der Erde haben und davor einfach in anderen Sternenclustern, in anderen Universen waren und dann auf der Erde hybrid sind. Das heißt, sie haben noch nicht viel Information. Es sind junge Seelen, die hier sind. Und dieses typisch Spirituelle bringt einen nicht wirklich weiter, wie viele feststellen. 40, 50 Jahre in der Spiritualität und vielleicht kein bisschen gewachsen. Man weiß mehr, aber irgendwie ändern sich die Dinge nur schwer. Bis dann erstmal astrale Kontakte stattfanden, Erinnerungen zurückkamen von meinem Leben, wer ich wirklich bin, bis dann der echte physische Kontakt stattgefunden hat. Und in diesen physischen Kontakten desillusioniert sich die ganze Idee, was ETs eigentlich sind. Weil man denkt ja, das sind Plejaden oder Orion-Leute oder Reptilien oder Arcturianer, die nicht physisch sind, die in ihrer Merkaba reisen, die so und so und so aussehen, wie sie dargestellt werden. Und dann stellt man auf einmal fest, von diesem Schiff kommt ein Mensch. Und auch wirklich dieser, ich sag mal, New Age Bullshit, der dann wegfällt, wo man dann merkt, okay, warte mal, da oben ist Politik, da oben ist Hierarchie, dort die schweben nicht alle levitieren, wie man das so denkt oder aus Channelings irgendwann mal gehört hat. Und auf einmal merkt man, wow, 5D bedeutet eigentlich mehr sein als Mensch. Und trotzdem Mensch sein, das ist das Und. Das ist als menschliches Wesen zu existieren. Natürlich gibt es auch andere Spezies, die ganz weit entfernt sind von Menschen, aber die Erstkontakte finden mit menschlichen Wesen statt. Aber das Bewusstsein ist anders. Die Welt da oben ist anders, die Technik ist anders, die Perspektiven sind anders. Und trotzdem existieren menschliche Dinge. Menschliche Konzepte wie Neid, Eifersucht, Wut und anderes in ihnen, ja, die können sauer werden. Und ja, sie sterben auch mal an einem gebrochenen Herzen. Sie entwickeln Krankheiten und entwickeln Heilmethoden und leben in Städten, transportieren sich fort, sie essen Essen, sie trinken, sie lieben, sie verurteilen, sie schimpfen. Wieso ist der Kontakt zu den außerirdischen Sternvölkern gerade auch für die Zukunft der Menschheit und auch für die Erde so bedeutsam, wenn du auch von 5D sprichst? Und wenn mein Bewusstsein sich erhöht und ich auch die Bremse löse und erlaube, dass meine Frequenz sich erhöht, bewege ich mich auf ein völlig anderes Spektrum. Weil viele Leute glauben ja noch, wenn sie in 5D gehen, dann fällt die Familie weg, die in 3D ist. Es ist einfach nicht richtig. Ich kann mich in einem anderen Spektrum befinden von meinem Bewusstsein, extrem hoch schwingen und gleichzeitig meine Familie in einem niedrigen Spektrum sehen, weil das höhere Spektrum integriert das niedrige. Deswegen empfehle ich zum Beispiel im Moment in dieser Zeit der Transformation nicht unbedingt in ET-Kontaktmeditationen zu gehen. Warum? Wenn ihr euren Rucksack aufräumt und so viel Chaos in euch gerade ist, mit was resoniert ihr dann? Immer dann, wenn wir davor sind, einen großen Quantensprung zu machen, wirklich zu wachsen über uns selbst heraus, bekommt das Ego Angst, bekommt der Mensch, dieses Gehirn Angst, weil ein Gebiet betreten wird, was unbekannt ist. Für Teenager und Kinder keine klassische Schule, kein Mathematik, Physik etc. Und es soll auch keine spirituelle Schule sein, sondern es soll alles hier geboten werden, was Kinder brauchen, um die Stärke zu haben, zu wissen, dass sie wirklich alles in sich tragen. Dass die Kinder nicht zugehen, dass die Kinder sich nicht klein machen, nur weil jemand sagt, du bist nur ein Kind. Ein Scheißdreck. Ja, vielleicht ist dieser Körper klein, aber die Seele schon 4000 Mal auf diesem Planeten gewesen und ist durch jede Scheiße gegangen. Alles ist aber da und nicht da. Das heißt, dieses Glas existiert, aber nur, weil ich die Idee habe. Aber dieses Glas existiert zum Beispiel nicht als Glas für eine Ameise. Und erstmal zu verstehen, dass wenn ich ein Glas telekinetisch bewegen muss, habe ich so viele Konzepte, die ich halte. Und wenn ich dann noch versuche, dieses Glas zu bewegen, arbeite ich gegen meine eigenen Konzepte. Es muss man erstmal sich bewusst sein, dass es unzählige Konzepte gibt, die erstmal eine Realität aufrechterhalten. Aber wo ist der Ort, wo die Konzepte relativ wenig sind oder ich mir bewusst bin, dass ich Konzepte habe? An dem tiefsten Punkt, an dem
direkten Kontaktpunkt mit meiner Seele und das ist mein Herzzentrum. Und wenn dann der Verstand im Herzzentrum abtaucht, habe ich einen Punkt erreicht, wo die Konzepte am geringsten sind. Und wenn ich dann das metaphysische Wissen noch vereine, wie der Kosmos sich strukturiert, und dann kann ich telekinetisch die Sachen schubsen. Deswegen versuche ich jetzt auch so langsam so ein bisschen mehr die Menschen dahin aufzuwecken und ich spreche das erste Mal so klar in diese Richtung hier in einem Kongress, wo ich sage, Leute, hört auf, dieses spirituelle Gehabe.